Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's continue with verse 35 in 1 Corinthians 15 in the Passion. Fahren wir fort mit Vers 35 im 1. Korinther 15 in der Passion-Bibel. Here's what the Apostle Paul tells us. Hier sagt uns der Apostel Paulus: I can almost hear someone say, Ich höre bereits jemanden sagen, how can the dead come back to life? wie können die Toten wieder lebendig werden? And what kind of body will they have when they are resurrected? Und was für einen Körper werden sie haben, wenn sie auferweckt werden? Do you remember I told you a few days ago Erinnerst du dich? Ich habe vor ein paar Tagen gesagt, that we will talk about this later? dass wir später darüber sprechen werden? Well, here Paul is talking exactly about this. Jetzt spricht Paulus genau über dieses Thema. So basically, Paul is addressing this question. Im Grunde spricht Paulus diese Frage an. If they die and if they are cremated, then how can they resurrect? Wenn sie sterben und eingeäschert werden, wie können sie dann auferstehen? If they die and they drown in the sea and they're eaten by the fish, how can they be resurrecting? Wenn sie sterben und im Meer trinken und von den Fischen gefressen werden, wie können sie dann auferstehen? If they are in this hot climate, totally decomposed, how can they be resurrected? Wenn sie in diesem heißen Klima sind, völlig verwest, wie können sie dann auferstehen? There are people who believe Es gibt Leute, die glauben, that a Christian must not be cremated when they die. dass Christen nicht eingeäschert werden dürfen, wenn sie sterben. I believe you can do whatever you want to with the body that you leave behind. Ich glaube, du kannst mit dem Körper, den du hinterlässt, machen, was du willst. I don't see any biblical evidence that there are certain things that you're not allowed to do. Ich sehe keine biblischen Hinweise dafür, dass es bestimmte Dinge gibt, die du nicht tun darfst. You're just moving a house. Du tauschst ja nur ein Haus. But the people, that's the argument. Like, how can it come back to life when everything is completely decomposed? Aber das ist das Argument dieser Leute. Wie können wir ins Leben zurückkehren, wenn alles völlig verwest ist? And what kind of a body will they even have? How can it be? Und was für einen Körper werden wir überhaupt haben? Wie kann das sein? Paul's answer is very simple. Die Antwort von Paulus ist sehr einfach. Foolish men. Törichte Menschen. Paul calls them foolish because they asked this question. Paulus nennt sie töricht, weil sie diese Frage gestellt haben. And look why he calls them foolish. Schauen wir, warum er sie töricht nennt. Don't you know that what you sow in the ground doesn't germinate unless it dies? Wisst ihr nicht, dass das, was ihr in die Erde sät, nicht keimt, es sei denn, es stirbt? So Paul is using the death and resurrection as seed and something that grows. Paulus benutzt den Tod und die Auferstehung als Samen und als etwas, das wächst. Let's ask a simple question. Lass uns eine einfache Frage stellen. Take a seed from an apple. Nimm einen Samen von einem Apfel. When you sow that seed from an apple, does that seed look like a tree? Wenn du den Samen eines Apfels aussäst, sieht dieser Samen dann wie ein Baum aus? It looks nothing like it. Er sieht überhaupt nicht so aus. It's a tiny little brown piece. Es ist ein winzig kleines braunes Stück. It looks neither like an apple tree nor does it look like an apple. Es sieht weder wie ein Apfelbaum noch wie ein Apfel aus. And Paul is saying that in the resurrection it will be just like that. Paulus sagt, dass es bei der Auferstehung genauso sein wird. He said, whatever you sow into the ground, in order for it to germinate first, it has to die. Er sagt, was immer du in die Erde säst, muss zuerst sterben, damit es keimen kann. And look how he continues his argument. Schau, wie er seine Argumentation fortsetzt. And what you sow is not the body that will come into being, but the bare seed. Und was ihr seht, ist nicht der Leib, der entstehen wird, sondern der bloße Same. It's interesting. Es ist interessant. We find it easy to believe if a little brown thing goes into the ground, a huge tree can come up that produces many apples. Es fällt uns leicht zu glauben, dass aus einem kleinen braunen Ding, das in die Erde gesteckt wird, ein großer Baum entstehen kann, der viele Äpfel hervorbringt. Everybody believes that. Jeder glaubt das. Everybody believes that the seed is totally different from the actual fruit that grows. Jeder weiß, dass der Same etwas völlig anderes ist als die tatsächliche Frucht, die dann wächst. But when it comes to the spiritual things, we don't want to believe simple things like this. Aber wenn es um geistliche Dinge geht, wollen wir solche einfachen Dinge nicht glauben. We want to say, how can this be? My body decomposed? How can then come another body out of it? Wir wollen sagen,
Wie kann das sein? Mein Körper ist verwest. Wie kann ein anderer Körper daraus entstehen? And Paul is saying a question like this is a foolish question that foolish people ask. Laut Paulus ist eine Frage wie diese eine törichte Frage, die törichte Menschen stellen. As long as you keep the seed of the apple, it will never grow into an apple tree. Solange du den Samen des Apfels aufbewahrst, wird er nie zu einem Apfelbaum heranwachsen. Before anything, death must come and then it can germinate. Vor allen Dingen muss der Tod kommen, dann kann es keimen. And this is the same thing with us. So ist es auch bei uns. Whenever we come to the place that our body physically die, Wann immer wir an den Punkt kommen, an dem unser Körper physisch stirbt, then at the resurrection, when Jesus Christ comes back, it will be completely different. wird er bei der Auferstehung, wenn Jesus Christus wiederkommt, ein ganz anderes sein. And look what he says in verse 37. Schau, was er in Vers 37 sagt. And what you sow is not the body that will come into being, but it's just the seed. Und was ihr seht, ist nicht der Leib, der entstehen wird, sondern der bloße Same. So we look at our body today, Wir schauen heute auf unseren Körper and then we wonder what we will look like at the resurrection. und fragen uns dann, wie wir bei der Auferstehung aussehen werden. Will I have the same blue eyes? Werde ich die gleichen blauen Augen haben? Am I going to look like 30 or 40 or 50? Wie werde ich aussehen? Wie 30 oder 40 oder 50? Paul is saying it is completely and radically different. Paulus sagt, dass es vollkommen radikal anders sein wird. The moment you die, nothing has happened, only a seed has fallen into the ground. In dem Moment, in dem du stirbst, ist nichts passiert, außer dass ein Same in die Erde gefallen ist. Look what Paul says. Schau, was Paulus sagt. And it's hard to tell whether it's wheat or some other seed. Und es ist schwer zu unterscheiden, ob es Weizen ist oder ein anderes Samenkorn. Unless you're a real expert, Wenn man kein Experte ist, if there's a whole handful of different seeds of grains, you won't be able to tell which one is which. kann man bei einer ganzen Handvoll verschiedener Körner nicht sagen, welches Korn welches ist. So I wouldn't know that. Ich wüsste das nicht. You can put 10 different seeds of grain into my hands. I wouldn't know which one is which. Du könntest mir 10 verschiedene Getreidekörner in die Hand geben, ich wüsste nicht, welches ist. But the actual fully grown fruit, I can differentiate. Aber die tatsächlich ausgewachsene Frucht kann ich unterscheiden. And that's what Paul is trying to explain to us. Genau das versucht Paulus uns zu erklären. Don't think about the resurrection of the dead in a natural way. It's a supernatural thing. Betrachte die Auferstehung der Toten nicht auf natürliche Weise, es ist eine übernatürliche Sache. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.